Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert und Euer Kameramann, der Micha. genau, dabei mitgeschnitten heute, der hat mich richtig toll unterstützt, weil das sind nämlich heute unsere Themen. Einmal ein Pflanztopf mit einem Kraftpapier und bezahlt haben wir 3,50 € und hier unten, der Fikus hat heute endlich ein Zuhause bekommen. Das ist auch ein Pflanztopf, den wir heute gemacht haben. Und der hat tatsächlich für uns 0 € gekostet. Ihr Lieben, und wenn ihr wissen wollt, wie diese Deko funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Hier haben wir die Sachen, die wir heute brauchen für unsere Palmblatt-Übertöpfe. Genau, und für die erste Idee, die wir haben, und zwar haben wir hier einen großen Übertopf, der ist aus Plastik, den haben wir sonst einige Jahre vorher schon draußen gehabt. Das ist eigentlich ein Outdoor, aber wir haben gestern den Schuppen aufgeräumt und da sagt Micha, was ist damit? Und da habe ich gesagt, weißt du was, der ist nicht schön, aber da machen wir was mit. Und da wir hier drinnen für die Blumen auch Töpfe brauchen, wo auch ein bisschen Feuchtigkeit rein kann, sind die natürlich perfekt, beziehungsweise der ist perfekt. Und dann habe ich heute für den Übertopf, brauche ich einmal so ein bisschen Abklebeband und dieses Kraftpapier. Und da hoffe ich sehr, das ist meine letzte Rolle, dass ich da heute mit auskomme. Dann habe ich ein Klemmbrett mitgebracht und ein Kugelschreiber, eine Schere und ein Zollstock. Für den zweiten Bananenblatt-Übertopf, da habe ich jetzt einen kleineren, und zwar hat das den Zweck, das ist der kleine Bonsai, den wir schon zweimal vorgestellt haben und nie benutzt haben, und heute bekommt er ein Zuhause. Und zwar diesen Übertopf, der war auch im Schuppen, der ist schon relativ alt, aber wirklich nicht mehr so schön, wie wir ihn gerne hätten. Und da brauche ich heute Zeitungspapier. Und die Kreidefarbe, die kennt ihr auch schon, wenn ihr die Videos von uns geguckt habt. Das ist Kakao und Pinsel und ein kleines Gefäß. Und das war's und es geht los. Vergessen habe ich natürlich die Heißklebepistole, weil die war hier neben dem Topf. Also Heißklebepistole oder wenn ihr habt einen anderen guten, ich würde sagen guten Kraftkleber. Das Kraftpapier, was ich jetzt hier habe, da nehme ich den Zollstock und messe es einmal eben aus, wie wir oder was für eine Breite wir haben. Und das sind ungefähr 43,3 und durch 3 gerechnet. Ich möchte mir 3 Streifen hier draus machen. So, und jetzt lege ich das einmal an und werde jetzt hier, guck mal, da habe ich schon einen gemacht. Und hier auch bei 28. Und das mache ich jetzt auch. Ich werde jetzt hier das Papier, ich würde mal sagen so gute 2 Meter vielleicht, mache mir hier jetzt auch noch mal das Maß. Ich habe jetzt, glaube ich, ungefähr 1,40 Meter genommen. Also zu lang darf es auch nicht sein. Wir müssen ja gleich auch noch ein bisschen damit arbeiten. Mache mir jetzt aber hier jetzt auch noch mal bei 1,40 Meter Länge die Maße und schneide mir das hier jetzt einmal quer ab. Jetzt habe ich mir vom Strich unten nach oben hin einmal das Papier geknickt. Micha hat mal eben geholfen, weil jetzt könnt ihr nämlich super mit der Schere hier einmal komplett runtergehen und habt ungefähr das Maß. Und das mache ich, schneide jetzt einmal runter und das andere Stück schneide ich mir auch. Jetzt haben wir richtig schöne viele Streifen geschnitten. Mich hat super geholfen und im Grunde, ich sage einfach mal, wie es ist wirklich ganz einfach, wenn man das Stück Papier einfach zweimal in die Mitte reinfaltet. Dann hat man ja praktisch schon mal 3 Teile und dann habe ich es geknickt und einfach mit der Schere nachgeschnitten. So seid ihr schneller. Und wenn ein paar Zentimeter weniger oder mehr sind, fällt das überhaupt nicht auf. Und jetzt geht es nämlich weiter. Ich zeige euch, wie das funktioniert. Ihr nehmt das Papier, nimmt den Streifen und nehmt jetzt mit den Händen, drückt euch das Papier richtig schön einmal so zusammen
dann merkt ihr irgendwann richtig jeden einzelnen, ja, ich würde mal sagen, Muskel in der Hand. Ja, das kriegt man richtige kräftige Finger, glaube ich. Also jetzt einfach nur immer das ganze Stück zu knüllen und am besten, ich habe es mal ausprobiert, nicht drehen, sondern wirklich einfach nur knüllen. Weil wenn man es dreht, fängt es irgendwann an. Es ist schon echt stark, das Papier, aber dann kann es wirklich anfangen einzureißen und das wollen wir natürlich nicht. Und das mache ich jetzt mit diesen ganzen Streifen. Jetzt nehmen wir 3 einzelne Stränge, knüllen uns die hier oben einmal zusammen und jetzt habe ich hier dieses Abklebeband, das ist natürlich ganz praktisch. Da braucht man keine Schere, da gehe ich jetzt zweimal rum, reiße mir den Rest ab. Man sollte auch die richtige Seite nehmen, das war die falsche Seite. Und mache mir das jetzt hier oben einmal fest. Und dafür ist das Klemmbrett wirklich optimal. Ich habe mir jetzt den Strang hier oben einfach reingeklemmt. Das hält auch, das verrutscht nicht. Und jetzt nehme ich hier, als wenn ihr, ja, flechten. Wir flechten jetzt praktisch die 3 Stränge. Schön vorsichtig. Es wird jetzt noch ein bisschen lauter. Schön vorsichtig. Immer ein bisschen Luft lassen, damit das Papier nicht reißt. Und das flechte ich mir jetzt einmal bis nach unten hin. Ihr könnt das fester flechten und ihr könnt es aber auch lockerer flechten. Ihr werdet nachher sehen, wie euch das am besten gefällt. Ich habe mich für die lockere Variante, dass es ein bisschen größer wird, vom Volumen her entschieden und bleibt jetzt ungefähr auch so bei diesem Strang. 아주 우연히 듣게 된 그 노래 나도 모르게 숨죽여 들었어. Und hier am Ende, wir sind jetzt hier unten angekommen, knülle ich mir jetzt die 3 Stränge wieder zusammen, wie am Anfang. Und nehme jetzt mein Abklebeband und gehe hier einmal rum, fixiere mir das und so sieht das dann aus. Wunderbar, oder? Ja, wie ein Zopf. Genau, wie ein Zopf, ein langer, und da machen wir die anderen jetzt auch noch so. Also das ging jetzt wirklich ganz flott. Wenn man da so einmal bei ist, muss ich ganz ehrlich sagen, geht das wirklich super. Ich glaube, 11 Stück habe ich jetzt gemacht. Ich muss mal eben 11 oder 12. Und einen habe ich ein bisschen fester gemacht, kann man hier vielleicht sehen. Ich halte den einfach mal daneben, weil ich hier oben den Rand habe. Aber wir beginnen jetzt erstmal mit dem ersten Strang. Und jetzt brauchen wir die Heißklebepistole. Und ich fange jetzt an, hier schon mal Heißkleber rauf zu machen, beziehungsweise ich denke, ich lege mir den Topf jetzt einmal hier so gegen und werde jetzt hier schon mal den Heißkleber auftragen. Lege jetzt hier den Strang drauf und werde hier mir schon mal diesen Zipfel abschneiden und auch hier gleich mit Heißklebe befestigen. Wenn er getrocknet ist, gehe ich jetzt hier einmal komplett um den Topf herum, mache wieder richtig schön Heißkleber dran und lege mir meinen Zopf darauf. Jetzt bin ich hier mit dem Zopf einmal rum, beziehungsweise habe es nicht ganz rum geschafft, werde hier aber jetzt auch das Ende abschneiden und werde mir das jetzt hier auch nochmal fixieren. Jetzt nehme ich den nächsten Zopf, schneide mir hier auch wieder den Rest ab, damit wir auch so ungefähr die gleiche Dicke haben. Das ist natürlich ganz praktisch. Mache jetzt hier meinen Heißkleber ran, mache mir den da so ran und gehe jetzt hier so um die Kurve. Ich warte jetzt erst noch mal eben, bis es trocken ist und arbeite mir jetzt den Zopf hier in diese Ecke mit ein. Ich habe mich gerade eben gefragt, warum misst du das nicht vorher aus, bevor du jetzt hier die Stücken ranklebst?
Also ich persönlich, hat der gar nicht die gleichen Maße und das ist völliger Blödsinn, weil man kann das hier super einarbeiten und bevor man sich die Mühe und Arbeit macht, hier irgendwelche Maße vom Umfang auszumessen und dann nachher auch noch mit dem Flechten, das kriegt man gar nicht hin. Weil auch beim Flechten verkürzen oder verlängern sich die Maße und da braucht man sich keinen Stress machen, weil man kann es super hier mit einarbeiten und wir gehen nämlich jetzt hier gleich in die zweite Ebene rein und fixieren das und dann wird es wieder kürzer und wir arbeiten hier rein. Das zeigen wir aber gleich und das geht ganz easy going. Da sieht man keinen Übergang und wenn, ist es ja auch in der Natur, dass das nicht immer alles so perfekt ist und das ist auch schön. So, nun kommt Finnick. Jetzt könnt ihr das hier richtig toll ranhalten und nochmal so ein bisschen randrücken und man sieht nichts mehr von dem alten Pflanzkübel. Und jetzt machen wir das jetzt wie eben auf. Wir gehen hier jetzt wieder einmal komplett rum. Und jetzt sind wir wieder einmal rum. Und ich schneide mir jetzt hier einmal den Rest ab, fixiere mir das und lege mir das hier jetzt wieder mit Heißklebe an das Ende ran. Jetzt kann man das auch noch mal so ein bisschen hier reindrücken. Da kann man jetzt auch sehen und man sieht überhaupt gar keinen Übergang. Hier ist jetzt so ein kleines Stück, wo man den Topf sieht. Da könnt ihr jetzt einfach so ein bisschen Papier nehmen und das hier so Reinknüllen. genau, ganz einfach reinknüllen und dann habt ihr das. Guck mal, sieht man gar nichts mehr und es ist super aufgefüllt. Hier oben habe ich auch noch ein Stück, hier an der Kante, dann mache ich das auch noch mal genauso und ja, dann sieht man das nicht mehr. So, jetzt sind wir ja am Ende angekommen und ich werde jetzt hier, weil ich möchte hier oben den Rand auch gerne verkleiden, ich bringe mit jetzt mal eben hoch. Und werde jetzt hier vorsichtig versuchen, den vorab schon mal zu knicken und gehe jetzt hier oben in den Rand rein. Hier kann ich schon reingehen. Und jetzt gehen wir hier oben an den Rand. Und ich mache jetzt vorab schon mal ein bisschen Kleber ran, weil jetzt muss ich praktisch den Zopf ein bisschen nach außen, aber schon hier oben an den Rand rangehen, weil wir möchten natürlich einen super Übergang in den Topf hineinbekommen. Ich kann das so schlecht sehen. Micha hat eben schon von der anderen Seite gesagt, da ist ein Loch. Deswegen habe ich mir das jetzt noch mal eben ein bisschen rangedrückt und mache jetzt hier noch mal den Kleber ran und gehe jetzt hier oben komplett rum. Wenn man das sehen kann, hier habe ich schon genug am Rand. Das heißt, hier gehe ich jetzt praktisch schon hier in den Topf rein. Ein bisschen drücken. Und dann kann man sich das auch super in Position machen. Guck mal, unser Spargelkraut hat einen richtig tollen Topf bekommen. Ich finde das richtig klasse, das passt total schön. Hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und genau, man kann hier die Ecken, wie gesagt, immer noch mal mit Papier ausfüllen. Man kann sich das auch noch ein bisschen hin und her quetschen. Und mir gefällt es gut. Und dir, Micha? Ja, sehr gut. Sieht aus wie ein echter. Also wie echt. Ein echter Bananenblatt Übertopf, genau. Ja, das ist erstmal der große und der kleine bekommt ja auch nun auch noch einen und wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt noch schnell. Die hat ja nun jeder oder fast jeder und ich habe mir jetzt eben noch mal eben ein bisschen aus der Altpapiertonne rausgenommen und werde mir die jetzt hier noch mal in 3 Teile, falten, genau. Ich mache sie wieder auseinander und mache das jetzt hier, schneide mir die 3 Falten lang. Dann könnt ihr sie auseinandernehmen, so wie eben auch. Das heißt, ihr habt jetzt auch hier einigermaßen gleiche Stücke. Und da macht ihr das jetzt genauso. Hier passe ich jetzt ein bisschen auf, weil hier ist ein bisschen feucht geworden. Und auch die reißt natürlich ganz, ganz schnell ein. Und hier mache ich das jetzt wie eben, dass ich auch diese Stückchen zusammenfalte, knicke, knister. So machen wir das. Auch hier nehme ich wieder ein bisschen Klebeband
und fixiere mir das einmal oben und dann hält das hier auch ganz gut. Jetzt ist es natürlich nicht so dick und werde genauso wie eben gerade auch mit dem Zeitungspapier die Zöpfe flechten. So, ein paar haben wir uns jetzt schon mal vorbereitet und ich nehme jetzt hier wieder den Heißkleber und fixiere mir schon mal den Anfang. Einfach, dass das hier unten mit dem, dass das nachher auch gut steht. Lass es ein bisschen antrocknen und werde jetzt genauso wie eben bei dem großen Pflanztopf hier wieder rundherum unseren Zopf fixieren. So, ich bin jetzt hier oben am Rand angekommen. Ich habe das genauso gemacht wie beim großen Topf auch. Ich bin hier einfach wie so eine Schnecke einmal rein, habe mir das hier oben am Rand auch richtig schön festgedrückt und zeige euch das jetzt hier am Ende nochmal. Gehe hier jetzt einfach nochmal mit der Heißklebe rein an den Rand hier oben und ja, nehme jetzt meinen Zopf und drücke mir den hier jetzt schön fest. Und jetzt kann man natürlich, das Zeitungspapier ist natürlich noch viel einfacher zu drücken. Man kann sich das hier oben, ich zeige das nochmal eben, so richtig schön reindrücken. Ich habe mir jetzt ein bisschen Wasser geholt und nehme jetzt meine Kreidefarbe und werde mir die mischen. Eigentlich ist die Mischung 50-50, finde ich immer sehr schön. Wenn ich in der Infobox hier oben könnt ihr mal gucken mit der Holzkiste. Die haben wir auch gewaschen damit, da hat man noch die Maserung gut sehen können. Und ich möchte jetzt hier ganz natürlich gerne mit 2 Tönen arbeiten und deswegen werde ich mir die jetzt vorher ein bisschen mit Wasser anmischen. Und jetzt werde ich hier mit dem Pinsel die Farbe richtig toll, guck mal, das deckt schon beim ersten Mal, das ist ja Wahnsinn, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich werde jetzt hier komplett das ganze Papier erstmal mit der Farbe anmalen. Wenn ihr andere Brauntöne habt, ist es natürlich total klasse, wenn man die dann noch mal so ganz leicht mit einem zweiten Braunton übermalt. Das habe ich nicht, leider. Hätte ich gerne mal versucht. Ich werde mir noch mal einen besorgen. Aber ich habe gedacht, ich werde jetzt mit der ersten Wassermischung hier einfach mal rübergehen und dann noch mal mit der Farbe so einen zweiten Anstrich, um so ein bisschen Natürlichkeit zu kriegen. Einmal angestrichen, wir können es einmal kurz zeigen. Den lassen wir jetzt trocknen und dann gehen wir gleich nochmal ohne Wasser mit der Farbe ran. Und das war heute unser Thema. Pflanzübertöpfe selber gemacht. Einmal hier mit dem Kraftpapier, den großen, und den kleinen. Guck mal, da haben wir so einen kleinen Baum drinne mit Zeitungspapier. Einfach einen Tontopf haben wir da noch reingestellt. Und ich finde, das passt wirklich super miteinander. Und das Thema hat uns wirklich Freude gemacht und es gefällt mir sehr gut. Finde ich toll, sieht aus wie gekauft. Wie gekauft, oder? Ja, wirklich, ganz natürlich, aber wirklich, hat ganz viel Spaß gemacht. Und da wir den letzten Film am Dienstag hier oben, könnt ihr nochmal in der Infobox gucken, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, da haben wir ja die Kürbisse hier gepotscht mit den Blüten und den Blättern. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wie es aussieht, wenn es getrocknet ist. Es ist wirklich super. So hatte ich mir das auch vorgestellt. Also gefällt uns wirklich gut. Ist eine tolle Sache gewesen, hat viel Freude gemacht. Und genau, hier haben wir nochmal die kleinen Blüten. Und hier zeige ich euch nochmal, es ist wirklich perfekt eingetrocknet. Und es hat eben diesen 3D-Effekt, weil die Blätter so ein bisschen abstehen. Auch das Windlicht war jetzt schon ein paar Mal an. Also ihr Lieben, wir hoffen sehr, dass wir euch heute inspirieren konnten. Ihr wisst ja, Daumen hoch oder wenn ihr noch kein Abo habt, macht das doch gerne mal. Folgt uns auf Instagram oder Facebook, da kommen immer kleine Highlights. Und wenn ihr irgendwas nachdekorieren möchtet oder ihr seht seht Artikel, die euch gefallen, guckt hier unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr immer Links zu den passenden Artikeln. Genau, ich freue mich auf die Tage. Es wird richtig schön herbstlich. Eure Conny und Euer Micha, der Kameramann. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.